ist das aufregend, wirklich. Ich fühle mich richtig dumm auf dieser Seite der Kamera. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Ich habe auch von Anfang an gesagt, wir nicht vor der Kamera stehen. Wenn die Katze gerade irgendwas total Niedliches macht, fällt es mir sehr schwer, das Handy in der Tasche zu lassen. Ich mache super viele Snapchat-Stories. Ich glaube, manche sind mittlerweile auch schon ein bisschen genervt von mir. Aber egal. Also ich mag es tatsächlich, privat auch mal offline zu sein, gerade auch in Urlaubszeiten. Als Social-Media-Redakteur, ich darf mich nie nach vorne lehnen, ne? Ich will die Frage eh noch mal machen. Gib mir mal eine Sekunde. Ist das aufregend. Bereit? Das ist jetzt so merkwürdig. Das ist genau das Gegenteil von der guten Frage, wo man den Interviewpartner immer so angucken muss. Und jetzt muss ich die Kamera so angucken. Ja. Okay. Das ist wahr. Okay, wir beginnen ganz einfach mit einer Vorstellung. Wie heißt du und was machst du? Hallo, ich bin Benjamin. Ich leite das Social-Media-Team der TU Dresden. Hi, ich bin Lena und ich bin Teil des Moderations- und Rechercheteams der Guten Frage. Hi, ich bin Julie. Ich arbeite als studentische Unterstützung in der Redaktion für die Social-Media-Kanäle der TU Dresden, also Instagram, Twitter, Facebook, alles Mögliche. Ich bin Carola Quaitsch und ich bin im Studierendenmarketing zuständig für alles, was mit Video zu tun hat, für Studieninteressierte und Studierende. Ich bin Elisabeth und ich mache hauptsächlich die Grafiken für das Social-Media-Team der TU Dresden. Hallo, ich bin Karl. Ich bin im Social-Media-Team für die Betreuung der Social-Media-Kanäle verantwortlich und kümmere mich insbesondere um die Videoformate Gute Frage, Kurze Frage und stelle die Fragen bei der Sitzgelegenheit. Wolltest du früher Influencerin werden? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte mal eine Zeit, so 2015, 2016, wo ich schon so an ein paar Insta-Walks teilgenommen habe, privater Natur und über Fotografie auch bei Insta einen ganz guten Lauf hatte. Aber Influencer wollte ich nicht werden. Als ich ganz, ganz jung war ich immer sehr davon überzeugt, dass ich das Vloggen erfunden habe, weil ich irgendwie die Erste war, die ständig mit Kamera rumgelaufen ist und alles aufgenommen habe. Aber irgendwann war die Kamera dann kaputt und dann kam die Schule dazwischen und dann hat man das nicht mehr weitergemacht. Aber ich glaube, hätte ich damals das auf YouTube hochgeladen, hätte ich Influencerin werden können. Welches Format macht dir am meisten Spaß und hast du ein Lieblingsvideo? Gute Frage. Das ist noch nicht die Antwort, obwohl es auch ein Format ist. Ich mag die Sitzgelegenheit sehr gern, vor allen Dingen das mit den Professoren. Aber ich mag die Grafik da nicht zu machen, weil ich muss nämlich die ganzen Leute immer einzeln ausschneiden, bearbeiten und alles. Aber an sich finde ich das am interessantesten. Also auf jeden Fall machen mir natürlich meine eigenen Formate am meisten Spaß. Das sind die Videos auf TU Dresden probieren. Einmal Richard und Alina testen. Da gibt es eine Folge, über die ich mich ganz besonders freue. Es hat lange gedauert, Richard dazu zu überreden, aber er hat das Folklore-Tanzensemble Tiamas getestet und ich finde, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Folge geworden. Ich habe schon an relativ vielen Formaten mitgearbeitet. Da hat mir auf Arbeit mit immer sehr viel Spaß gemacht. Weil wir da die Gelegenheit haben, in Räume, in Labore zu kommen, die auch für uns häufig verschlossen sind. Spaß macht mir natürlich am allermeisten mein eigenes Format, also die Gute Frage. Von der Produktion her muss ich sagen, am allerbesten hat mir die Gute Frage zum Thema Müll gefallen, weil ich auf einem Müllauto hinten stehen durfte und das war das Coolste überhaupt. Wenn ich ein Lieblingsvideo auswählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die Gute Frage Schule oder die Sitzgelegenheit mit den ProfessorInnen. Oder die Sitzgelegenheit mit den Erstis. Es gibt zu viele gute Videos. Abonniert den Kanal übrigens. Du hängst den ganzen Tag nur auf Social Media rum, oder? Kann man so sagen, ja. Ja. Ich würde gerne sagen, nein, ich habe noch andere Hobbys, aber in letzter Zeit bin ich doch sehr oft auf Instagram unterwegs, öfter als es vielleicht gesund wäre. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Und das Schöne ist, wenn man dann mal eine Stunde bei TikTok verschwindet, kann man das immer als Recherche labeln. Meine Aufgaben sind noch ein bisschen vielfältiger, außer Social Media, aber es nimmt schon einen großen Teil des Tages ein. Zumindest hat man eigentlich alle wichtigen Kanäle offen und guckt immer mal, was da passiert. Das stimmt. Und wie viele Stunden schaust du Reels, TikToks oder YouTube am Tag? Und das weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht so genau wissen. Also mehr als gut ist, schätze ich mal. Ich glaube, diese Zahl möchte ich nicht kommunizieren nach außen. Ich weiß aber, dass auf meinem Privathandy TikTok die App ist mit der meisten Screentime.
Bekommst du eigentlich ein Hochgefühl bei jedem Like? So würde ich das jetzt nicht sagen. Aber man freut sich schon. Man freut sich schon, wenn man Likes bekommt. Nee. Nee. Nö. Erst wenn es viele Likes sind. Eher bei jedem Kommentar. Finde ich irgendwie cooler. Inzwischen gibt es so einen kleinen Wettstreit zwischen den festangestellten Social-Media-RedakteurInnen der TU Dresden, wer die meisten Tausender-Postings macht. Und jeder Tausender-Posting ist schon irgendwie immer noch was Besonderes bei Insta. Ich bekomme ein Hochgefühl, wenn wir sehr, sehr viele Likes kriegen auf coole Beiträge. Das erfreut einen auf jeden Fall. Musst du viele Hasskommentare löschen und wie gehst du damit um? Ja, also tatsächlich kommt es vor. Wenn wir solche Kommentare bekommen, dann geht es auf jeden Fall darum, diese erstmal zu dokumentieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann auch das bei der jeweiligen Plattform zu melden. Man lernt irgendwann oder man stellt irgendwann fest, dass es ja nicht gegen einen als Person geht. Aber ich kann jetzt nicht lügen und behaupten, es hätte nicht auch schon Sachen gegeben, die mich auch persönlich irgendwie getroffen haben und wo ich dann dachte, okay, krass, das beschäftigt mich jetzt mehr, als ich eigentlich gedacht hätte oder da schaffe ich das gar nicht so richtig, die Distanz zu wahren. Hast du auch privat den Zwang, alle Momente festhalten und posten zu müssen? Nee, eigentlich nicht. Also als meine Tochter noch klein war, habe ich schon sehr viele Fotos und Videos gemacht. Aber ich poste eigentlich privat so gut wie nichts. Immer irgendwie, wenn dann im Rahmen von einem Verein oder eben dienstlich. Also ich mag es tatsächlich privat auch mal offline zu sein, gerade auch in Urlaubszeiten. Wenn die Katze gerade irgendwas total Niedliches macht, fällt es mir sehr schwer, das Handy in der Tasche zu lassen. Und dann renne ich manchmal 3 Etagen tiefer, um das Handy zu holen. Und dann laufe ich wieder hoch und filme die Katze. Wie bekommt man viele Likes und gewinnt Follower? Haut zeigen. Okay. Das ist so, sorry, es ist die Wahrheit. Keine Ahnung. Authentizität. Indem man so guten Content produziert wie die TU Dresden. Also ich glaube, man braucht ein gutes Konzept, so, was man seiner Followerschaft vermittelt. Ich glaube, indem man regelmäßig postet. Ich habe manchmal so Phasen, da poste ich sehr, sehr viele Stories, vor allem wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich auf Konzerte gehe. Da tun mir auch ein bisschen meine Follower leid, aber ich kriege meistens ein paar Follower auch dazu. Ich habe vor kurzer Zeit tatsächlich einen echten Influencer kennengelernt. Der hat gesagt, es ist eigentlich relativ egal, was man postet, solange die Frequenz stimmt. Keine Ahnung, ob das für alle Themen funktioniert, aber probier's doch mal aus. Wie kann ich dem Social Media Team beitreten? Also wenn du Spaß hast, dich in den Bereich einzubringen und Studierender an der TU Dresden bist, gegebenenfalls auch an anderen Unis, kannst du dich melden bei uns. Und uns dann im Bewerbungsgespräch oder vielleicht auch vorher schon mit tollen Videos oder tollem Social-Media-Content überzeugst und indem du einfach nett und aufgeschlossen und neugierig bist. Also bei mir war es damals so, dass ich das Medienpraxisseminar besucht habe und das haben 2 geleitet, die im Social-Media-Team sind. Und was denn gerade? Kannst du unseren Namen sagen? Wir sind in dem gleichen Video drin. Beide. Okay. Das haben 2 geleitet. Die Okay, das haben 2 schon mal gesehen haben. Oh, Moment. Also es haben 2 namenlose Personen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, haben dieses Seminar geleitet. Okay. Und dann kam gegen Ende des Seminars die Frage auf, ob denn nicht irgendjemand Lust hätte, die Co-Moderation der guten Frage zu übernehmen. Und ich dachte erst, ja, es klingt irgendwie interessant, aber kriege ich das hin? Bin ich dafür geeignet? Und dann habe ich irgendwann ein paar Wochen später gedacht, ach komm, fuck it, ich schreibe jetzt einfach eine Mail. Und es hat funktioniert. Und damit sind wir am Ende dieser auch für mich wirklich ganz besonderen Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank an meine Kollegin Anne, die die Fragen rausgesucht hat, damit auch ich davon überrascht bin. In der Endcard findet ihr jetzt hier oben noch die letzte Folge des Formats mit Studierenden der Forstwissenschaften und darunter eine kurze Frage zum Thema: Warum gibt es so viel Hass bei Social Media?